Heute möchte ich einen Überblick über Wasserkraftwerke geben, was sie ausmacht, wie sie funktionieren und welche Typen es gibt. Wasserkraft nutzt die Energie, die in fließendem oder fallendem Wasser steckt. Wenn Wasser Energie verliert, etwa durch Abwärtsbewegung oder durch Turbinen, wird diese Bewegungskraft in mechanische Arbeit und schließlich in elektrischen Strom umgewandelt. Die zentrale Komponente ist dabei eine Turbine, die durch das fließende Wasser angetrieben wird. Die Turbine treibt wiederum einen Generator an, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Der Grundaufbau eines typischen Wasserkraftwerks lässt sich wie folgt beschreiben. Zunächst wird Wasser aus einem Fluss oder Reservoir gesammelt. Dann folgt der Stau oder Wehrbereich, der Wasser zurückhält, um einen kontrollierten Wasserdurchfluss sicherzustellen. Es gibt auch Laufwasserkraftwerke, bei denen kein großer Stausee nötig ist. Das Wasser wird anschließend mit hohem Druck zur Turbine geleitet, wo es seine Energie an die Turbinenschaufeln abgibt und diese sich drehen. Die mechanische Energie der Turbine wird vom Generator in elektrische Energie umgewandelt. Danach wird der erzeugten Elektrizität durch Transformatoren die Netzspannung angepasst und ins Stromnetz eingespeist. Nachdem das Wasser die Turbine passiert hat, fließt es wieder in den Fluss zurück. Zu den Typen der Wasserkraftwerke gehören Speicherkraftwerke mit Stauwerken. Große Wassermengen werden in einem Stausee gesammelt. Durch kontrollierte Freigabe fließt Wasser über Turbinen. Diese Bauart bietet Stabilität der Stromversorgung, ermöglicht eine flexible Reaktion auf Nachfrageschwankungen und bietet Speichermöglichkeiten für Trockenperioden. Allerdings sind die Baukosten hoch, es gibt ökologische Eingriffe in Flusslandschaften und Evakuierungen von Gebieten sind möglich. Pumpspeicherkraftwerke bestehen aus zwei Wasserspeichern auf unterschiedlicher Höhe. Wasser wird bei überschüssigem Strom in den oberen Speicher gepumpt und bei Bedarf durch Turbinen ins Netz eingespeist. Sie bieten sehr gute Speicherfähigkeit und verbessern die Netzstabilität und Reserve. Die Nachteile sind hohe technische Anforderungen, zusätzlicher Energieaufwand durch Pumpen und hohe Infrastrukturkosten. Laufwasserkraftwerke nutzen den natürlichen Flusslauf, oft mit kleinem oder keinem Stausee, und Wasser wird direkt durch Turbinen geführt. Der Vorteil ist eine geringere Umweltbelastung und meist niedrigere Baukosten. Die Nachteile sind Abhängigkeit vom Wasserstand und der Jahreszeit sowie eine geringere Flexibilität in der Stromproduktion. Gezeiten- und Wellenkraftwerke nutzen die Bewegungen von Gezeiten oder Meereswellen zur Antriebskraft von Turbinen. Sie liefern erneuerbare, vorhersehbare Energiequellen mit geringen Emissionen. Die Gegebenheiten vor Ort können jedoch Gezeiten oder Wellenrauschen verursachen, es gibt spezielle Standortbedingungen und potenzielle Auswirkungen auf Meeresökosysteme. Wichtige Konzepte umfassen den Wirkungsgrad, also den Anteil der Bewegungsenergie des Wassers, der in elektrischen Strom umgewandelt wird, sowie die installierte Leistung, die maximale elektrische Leistung eines Kraftwerks unter Idealbedingungen. Die Netzeinspeisung beschreibt, welcher Anteil des erzeugten Stroms ins Netz eingespeist wird. Umweltaspekte betreffen Auswirkungen auf Flussökosysteme, Fischwanderungen und Sedimenttransport. Moderne Kraftwerke integrieren Fischströme, Turbinenschutz und ökologische Flusssysteme. Zu den Vorteilen der Wasserkraft zählen, dass sie erneuerbar und im Betrieb kohlenstoffarm ist, sie sowohl Basis- als auch Spitzenlaststrom liefern kann und langfristig eine Investition mit niedrigen Betriebskosten darstellt. Herausforderungen und Überlegungen umfassen Umwelt- und Sozialauswirkungen durch Stauseen, Abhängigkeit von Wasserverfügbarkeit, Regen, Schnee, Trockenheit sowie die Notwendigkeit einer integrierten Planung mit anderen erneuerbaren Energien und Speichersystemen. Außerdem sind Wartung von Turbinen und großen Infrastrukturteilen erforderlich.